Wir sind hier gerade in Strande auf der Vector. Das ist unser Forschungsschiff vom Fraunhofer CML. Die Vector gilt als Labor und somit bin ich hier verantwortlich, dass das Schiff sozusagen jederzeit zur Verfügung steht, wenn in einem Projekt damit irgendwelche Messungen erfolgen sollen. Wir können hier verschiedene Messmittel einfach mitnehmen. Wir haben hinten eine Taucherrampe, die wir runterlassen können. Wir haben hier ein paar Features eingebaut, die wir einsetzen können. Und wenn wir die Vector sozusagen im Projekt mit einsetzen, dann bringt das Schiff schon mit. Wir sind quasi gerade oft von der Werfterprobung wieder da, von der Fahrt. Wir können jetzt hinten sehen, dass wir ein Fächerecholot an Bord haben, wo wir jeweils immer eine Karte darstellen können im 3D-Maßstab. Was ist unter uns genau los? Und wir können diese Karte zu jeder Zeit mit unserem Fächerecholot sozusagen erweitern und vor allen Dingen auch präzisieren. Für die Sicherheitskomponente können wir Folgendes machen. Wir können erstmal unter Wasser schauen, was passiert da. Ich kann diesen Kurs abfahren. Ich bekomme es auf einer Seekarte angezeigt, wie wir sehen können. Und somit kann ich sehen, ist da was verändert worden. Hat da jemand zum Beispiel am Grund abgelegt? Das kann ich durch tägliche Fahrten sozusagen immer wieder dokumentieren. Dann sind wir dank dem Radargerät sozusagen in der Lage, alles auf der Wasseroberfläche zu scannen. Und mit diesem Radar halt eben, was hochauflösend ist, dann auch kleine Drohnen zu erkennen. Wir haben ein Highspeed-Radar eingesetzt, das auch auf sehr, sehr schnellen Fähren eingesetzt wird. Vorteil ist, ich habe halt dadurch, dass ich schneller umdrehe, viel mehr Möglichkeiten, schnelle Bewegungen auch zu erkennen. Und das ist genau wichtig, gerade wenn man Drohnen beobachten will, die deutlich schneller sind als Schiffe auf dem Wasser. Und deswegen brauche ich ein Highspeed-Radar, um es halt zu erfassen. Heute war ich selbst ein bisschen begeistert. Die Drohne hatte vielleicht die Größe eines halben Schuhkartons. Und die konnten wir sehen, auch schon in einer größeren Reichweite. Da ist sie aufgetaucht. Wenn ich jetzt mal so rübergehe, hier haben wir trotzdem auch für den Fahrer ein Display gemacht, sodass ich jetzt da eine ACDIS drauf habe. Wir lassen das alles über eine Software laufen, sodass ich in der Lage bin, diese ACDIS mit allen möglichen Informationen zu versorgen. Zum Beispiel auch der Funkpeilung. Das heißt, sobald jetzt eine Funkpeilung reinkommt, wird der Orangen angezeigt. Gleichzeitig kann ich auch AIS einblenden. AIS haben wir hier oben eingebaut. Ein AIS Class A ist das. Und dadurch bekommen wir auch die volle Information. Hier haben wir noch mal ein zusätzliches GPS-Gerät, das wir für eine bessere Auflösung benutzen wollen. Jedoch ist dieses GPS-Gerät quasi ein behördliches GPS und damit deutlich genauer in der Position. Das haben wenige Schiffe. Wir sind also oft deutlich unter 6 Meter genau. Weiter zum Thema Position gehört heutzutage in der Ostsee natürlich auch das Thema Spoofing und Jamming. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, hier wird also erkannt, also wenn ich das jetzt zum Beispiel auslöse, jetzt würden wir wissen, dass wir gespooft oder gejammt werden, das würde rot werden. Und hier an diesem GPS-Gerät sozusagen haben wir eine andere Antenne, die hat einen ganz schmalen Öffnungswinkel, die dann eher nur ins All zeigt, sodass ein Jamming von Landstationen ausgeschlossen wird. Und dann haben wir hier ganz außen Funkpeiler. Den hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger natürlich auch. Nur, dass unserer mittlerweile mit einer Software zusammen verknüpft ist, sodass wir alle weiteren Peilgeräte, die uns bekannt sind, uns mit ins Netzwerk reinnehmen und wir eine Triangulation bekommen können. Heute mit der Vector haben wir einmal unsere ganzen Messgeräte eingemessen. Deswegen sind wir hier in der Kieler Förde, was besonders gut ist, weil auch Militär hier solche Übungen durchführt. Wir haben diese Technik hier eingebaut für ein Thema, was im Prinzip kritisch ist, also kritische Infrastrukturschutz, zum Beispiel der Sensorschutz eines gewissen Seegebiets, einer Anlage, eines LNG-Terminals, das gerade viel in der Presse ist. Und gleichzeitig haben wir hier halt ein ehemaliges Polizeiboot, wo man sieht, das ist alles möglich, in so ein Polizeiboot ohne große Umbauten halt zu integrieren. Wir könnten dann zum Beispiel auch Übungen mitfahren und auch mal zeigen, was man so könnte, wenn man sich extrem modern ausrichtet, was gerade auf dem Markt zu bekommen ist, plus ein bisschen Fraunhofer Software. Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie mit moderner Infrastruktur und praxisnaher Forschung. Bringen Sie Ihr Projekt aufs Wasser.